Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online auf der PlayStation 5, aber es ist die PlayStation 4 Version. Es gibt noch keine PlayStation 5 Version. Einige von euch sind so gegen die Wand gelaufen. Ich möchte niemanden haten, aber das ist wirklich krank, wie einige Leute sich nicht informieren und immer noch denken, dass das die PlayStation 5 Fassung ist. Ist schon ziemlich lustig. Okay Leute, aber was nicht lustig ist, ist etwas, was ich von Rockstar Games gelesen habe. Und zwar werden die PlayStation 3 Server abgeschaltet. Genauso wie die Xbox 360, aber wer spielt schon Xbox? Nein, natürlich spielen einige von euch Xbox, aber ich bin persönlich betroffen, weil meine legendäre Zeit hat begonnen mit der PlayStation 3 Version in GTA Online, Entschuldigung, nicht auf GTA Online, sondern in GTA Online, und jetzt wird Rockstar Games am 16. Dezember die Online-Server abschalten. Das heißt, wenn du noch auf der PlayStation 3 oder Xbox 360 GTA Online spielst, dann schlechte Nachrichten, das geht bald nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir, wir machen mal ein Video, wo wir uns mal halt anschauen, was man früher so gemacht hat auf der PlayStation 3 Zeit in GTA Online, und gucken mal nach, was so losging und was ich auch so gemacht habe und was ich mir dabei gedacht habe damals. Und wir fangen natürlich erstmal OG-mäßig an, indem wir dieses Fahrzeug hier verschwinden lassen, weil das ist ja aktuell, das gab es zur PlayStation 3 nicht. Das ist nicht historisch korrekt. Verschwinde! Genau so, und komm nie wieder. Ich spuck auf dich, Mr. T. So, während ich halt ein Fahrzeug hole, was man auf der PlayStation 3 Zeit immer wieder gefahren ist und damit geflext hat. Wir haben eine Community Challenge, meine Damen und Herren. Und zwar, wenn das letzte Video, was ich hochgeladen habe, wo wir die Eventwochenfahrzeuge angeschaut haben, die uns erwarten werden, 3200 Likes schaffen wird, dann muss ich im Bekleidungsgeschäft Kleidung für 10 Millionen Dollar holen. Das heißt, geht dahin, Daumen nach oben und dann kommt wieder zurück, oder schaut das Video erstmal bis zum Ende an, weil das bringt mir mehr Reichweite. Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht erklären. Aber auf jeden Fall, danke an all die es machen. Wenn ihr neu seid, abonnieren, Glocke aktivieren, nichts verpassen. Und ich überlege auch, Leute, ob ich nochmal auf der PlayStation 3, bevor die Server geschlossen werden, nochmals GTA Online spielen werde für alte Zeiten. Also einfach mal OG-Zeiten beginnen. Und wir fangen an, meine Damen und Herren. Jeder, der genügend Geld hatte, und das war damals sehr lange, bis man 1 Million Dollar auf der PlayStation 3 hatte, denn es gab keine Nice-Mission, und wir hatten keine Ego-Perspektive, ganz wichtig, jeder ist dieses Fahrzeug oder den Entity gefahren. Aber ich war ein Adder-Boy. Und mit diesem Adder bist du halt immer rumgedüst in GTA Online und hattest deinen Spaß und hast immer wieder die wildesten, verrücktesten Sachen halt versucht. Zum Beispiel hier beim Thema Stuntsprung hast du immer versucht, so weit zu kommen, wie es geht. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Meter angezeigt werden. Auf jeden Fall wurden früher immer Meter angezeigt, wie weit du geflogen bist, wie hoch du geflogen bist. Oder ich verwechsel das gerade mit GTA 4 und San Andreas. Okay, am Flughafen angekommen, Leute, hat man immer wieder eine Sache versucht. Und zwar hier an diesem Hangar hat man versucht, ein Stunt-Flugzeug zu schnappen, aber irgendwie kommt keiner. Sehr schön, so wie früher. Früher war das auch immer wieder selten. Wir sind immer hingegangen. Diese Stelle hier am Flughafen, die kannten wir gar nicht. Die war erst später und die war halt nicht so beliebt, weil man immer erstmal hierhin gefahren ist. Und ja, wie gesagt, man ist hin und her gefahren und hat gewartet, bis ein Stuntflugzeug gekommen ist. Und außerdem hat man GTA nie in einer Solo-Lobby gespielt, so wie ich das aktuell mache, oder Einladungslobby, sondern man hat es in der öffentlichen Lobby gespielt, weil so richtige Gefahren gab es nicht. Zweimal Schießerei und dann war es auch schon vorbei. Reimt sich auch wunderschön. Also Ego-Perspektive gab es natürlich nicht früher. Stuntflugzeug war eins der beliebtesten Flugzeuge, die es gibt in GTA, weil es halt keine anderen gab. Du hattest entweder dein Stuntflugzeug, du hattest deinen Titan oder du hattest halt den schwarzen Jet. Und man kam sich richtig krass vor. Man war der King damals auf der PlayStation 3, wenn man so fliegen konnte damals. Heutzutage pennst du ein oder auch nicht. Oh nein, Alter. So, was schön ist, ist, dass du halt hier auf dem Flugfeld spawnst, weil ich so viel... Ja doch, früher warst du nicht hier, früher bist du hier gespawnt. Es ist aber so lange her, Leute, dass ich mich auch bei einigen Sachen irren kann, weil 2013, 2014 und dann kam schon die PlayStation 4 Version raus. Naja, ist jetzt egal, wir müssen noch andere Sachen machen, die man auf der PlayStation 3 Zeit halt gemacht hat. CEO hier gab es gar nichts hier. Man konnte nicht mal sein Outfit speichern und wechseln. Das gab's alles nicht. Das kam alles mit der Zeit dazu und hat auch GTA qualitativ an einigen Stellen verbessert. Hier bist du mal gegen Tor rangeknallt.
Niemand hat gebremst, es gab kein vorausschauend Fahren. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Auto vor dir war, hast nicht die Straßenseite gewechselt, du bist einfach gegengeknallt. Und hier haben wir ein schönes Fahrzeug. Simian-Fahrzeuge gab es schon früher. Also Simian hat schon früher einen sehr früh genervt in GTA. Und du hast halt immer versucht, so ein Fahrzeug klar zu machen. Und gehofft, dass du halt, wenn du das Fahrzeug verkaufst, Sterne bekommst. Und wenn du keine Sterne bekommst, heißt das, Simian will das Fahrzeug selbstverständlich nicht. Was nicht schlimm ist, weil früher hast du gerne Autos verkauft. Weil wie gesagt, es gab nicht so viele Missionen in der offenen Lobby. Deswegen hat man sich so solche Fahrzeuge geschnappt und wusste, das Fahrzeug bringt ungefähr 8.000 bis 9.000 Dollar. Ne, der nicht. Es waren andere Geländefahrzeuge, haben 8.000 bis 9.000 Dollar bekommen. Kopfgeld passt auch ziemlich gut. Denn Kopfgeld hat man sich immer wieder geschnappt. Man hat auch jemanden gefragt, den man kannte, darf ich dein Kopfgeld haben? Und dann hat man den gekillt für die 1.000 Dollar. Überleg mal, weil man dachte, wenn ich Kopfgeld schnappe, werde ich reich. Ich habe mir so viel Kopfgelder geschnappt in GTA, weil ich dachte, dass ich damit sehr schnell Millionär werde. So, ja, hier, guck mal, hast du 5.000 bekommen. Ne, ja, 5.000 hast du bekommen für dieses Fahrzeug. Was auch für früher war es sehr viel Geld. Heutzutage kannst du dir nicht mal Socken kaufen für 5.000 Dollar in GTA. Das hier war Mr. Ich ärgere alles und jeden. Aber Mr. Ich ärgere alles und jeden hatte einen Nachteil, er war richtig langsam und er ist selber explodiert, vor allem wenn die Polizei den gejagt hat. Und deswegen war dieses Ding gar nicht so störend, wie zum Beispiel halt Noobbike, fliegende Schaukelpferd, aktuell in GTA Online. Seid mal ehrlich, wann seid ihr das letzte Mal in GTA Online Riesenrad gefahren? Wann habt ihr mit eurem Kollegen gesagt, sollen wir Riesenrad fahren, sollen wir Achterbahn fahren? Wann? Ernst gemeint, nicht aus Spaß, sondern ernst gemeint. Wann habt ihr gesagt, ach, ich setze mich jetzt hier hin, mach das mal. Auf der PlayStation 3 war das ein Highlight, weil es halt neu war. Wer hier noch nie gewesen ist, keine Tour gemacht hat mit einem Auto, ist kein OG. Jeder muss einmal hier gewesen sein, auch wenn hier nichts ist. Es war einfach damals etwas Besonderes. Die höchste Stelle in GTA, der Mount Chiliad, gab es auch in GTA San Andreas. Meiner Meinung nach ein bisschen schöner, auch bei Thema Wege, war in GTA San Andreas der Mount Chiliad deutlich angenehmer. Und auch die Plattform zum Springen war geiler. Aber trotzdem, wer hier noch nie war, ist kein OG meiner Meinung nach. Das hier, das hat jeder gemacht. Jeder wollte unbedingt in Sperrgebiet, jeder wollte zur Militärbasis in GTA 5. Heutzutage sowieso immer noch. Diese Stelle war für mich damals recht schwer. Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat, aber heutzutage fliegst du ja easy rüber. Und ich habe bewusst mein eigenes Fahrzeug nicht benutzt, weil es nun mal so ist, dass du entweder die Versicherungskosten nicht bezahlen wolltest oder weil du halt ein Anfänger bist in GTA, hast du es nicht geschafft, beim ersten Versuch ein Jet zu stehlen, sondern du wurdest halt geholt. Heutzutage weiß ja jeder, einfach hier reingehen, da sind immer, nicht immer, aber ab und zu sind da Soldaten, die holst du dir und zack, schnappst du dir deinen Laserjet. Aber früher, wie gesagt, hast du mehrere Versuche gebraucht. Heutzutage auch ab und zu, wenn du Pech hast, wie in diesem Fall. Aber das ist gut, ich wollte gar nicht wegfliegen. Denn ich zeige euch mal meine Stelle, die ich immer wieder geholt habe oder die ich benutzt habe, um halt rüber zur Militärbasis zu kommen. Weil wie gesagt, diese Stelle war für mich früher ziemlich schwer. Als erstes, ne, wegen eigenes Fahrzeug, Geld sparen und so weiter. Oder wurde halt von der Polizei halt in die Zentrale gebracht. Hat man erstmal das passende Auto gesucht. So viel wusste man schon früher. Hier, diese Stelle war meine Stelle, um rüberzukommen. Und du hast nicht gesagt, oh, ich brauche ein bisschen Schwung, sondern du hast die ganze, ja, von hier aus bist du halt den ganzen Weg runtergefahren. Das Problem hier an dieser Stelle ist mittlerweile, du musst mittig bleiben. Frag mich nicht, wie ich das früher geschafft habe und warum ich diese Stelle, wo du mittig bleiben musst, einfacher fand. Da ist ein Panzer, sehr schön. Aber du kamst hier halt einfacher rüber. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass ich... Oh, Panzer, alles klar, das war's. Und das war's. Vor allem jetzt, das war so... Step, Panzer, ich bin stecken geblieben. Komm mit deinem langen Rohr vorbei. Ja, Leute, einige Sachen noch, die ich euch nicht zeigen kann. Es ist immer wieder halt ein Geldtransporter rumgefahren. Dort musstest du mit Haftbomben halt hinten alles aufsprengen und dann kamen halt 20.000 Dollar raus. Dann, wenn du dein Fahrzeug angefordert hast, konntest du das nicht so machen, wie ich das gemacht habe. Doch, konntest du. Entschuldigung, das wäre gelogen. Das konntest du doch. Aber wenn du einen Mechaniker gerufen hast und das Fahrzeug gerufen hast, nee, konntest du halt nicht. Konntest du oder konntest du nicht?
Ich glaube, konntest du nicht. Auf jeden Fall kam der Mechaniker immer. Sagen wir mal, ich stehe da, wo ich stehe oder gestanden habe, also hier rechts an der Seite. Und der Mechaniker kam im Gegenverkehr. Dann ist der Mechaniker damals gefahren. Also er ist gefahren und weil ich da stand, hat der erstmal diesen Move gemacht. Der ist die Strecke entlang gefahren, bis er gemerkt hat, hier kann ich wenden, und dann ist er hier halt gewendet, vielleicht hier nicht, weil sogar hier kann man eigentlich nicht offiziell wenden. Also er hat sich an die Verkehrsregeln gehalten und ist dann halt hier rechts rüber und hat dir das Auto gegeben, ist also ausgestiegen und du konntest in ein Auto rein. Aber der war manchmal so buggy, unter den Brücken zum Beispiel, ist er einfach über der Brücke gefahren, obwohl du da unter der Brücke bist, und musste dort erstmal eine ganze Autobahn entlang fahren. Deswegen hat Rockstar Games den Mechaniker irgendwann rausgenommen, weil der zu fehlerhaft war. Ja, das waren so einige gute Zeiten, Leute. Wie gesagt, es war eine mega Zeit, vor allem die mich halt YouTube-technisch, aber auch privat sehr geprägt haben. Ich hatte nun mal halt sehr viel Spaß und die Reise hat halt mit der PlayStation 3 begonnen. Und die PlayStation 3 wird enden. Wir sind auf der PlayStation 5. Die Reise geht immer noch weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut und tschüss.